Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Anita und auf meinem Kanal reden wir über Beauty und Business. Und im heutigen Thema möchte ich über ein ganz bestimmtes Thema reden, nämlich über ein paar Tipps, wie wir produktiv im Alltag werden können, beziehungsweise wie wir schon am Morgen damit beginnen können. Und wenn du dich genauso fühlst, dass du denkst, bin ich produktiv, ich komme nicht irgendwie meinen Tasks hinterher, dann bist du genau richtig bei dem Thema. Und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt und natürlich einen Daumen nach oben. Fangen wir sofort mit dem Thema an. Als allererstes empfehle ich abends, bevor man schlafen geht, sein Handy, wenn man die Möglichkeit hat, nicht mit ins Bett zu nehmen. Das hat nämlich folgenden Grund. Wir kennen es alle, man ist im Bett, man ist noch nicht so müde und fängt an zu scrollen. Schwuppsiwupps, es ist 1 Uhr, 2 Uhr und man liegt da und denkt sich, oh mein Gott, wieso habe ich so viel Zeit auf Instagram verbracht oder YouTube-Videos geschaut? Deswegen ist meine Empfehlung, gebt eurem Handy wirklich eine Schlafenszeit. Also sagt euch, okay, ab 22 Uhr bringe ich mein Handy in einen anderen Raum und möchte wirklich dann meine Free Space haben. Das heißt also, ihr müsst euch dann mit einem anderen Gerät natürlich einen Wecker stellen, wenn es möglich ist. Und das hilft einfach mir persönlich auch dabei zu sagen, okay, nee, Handy weg und abschalten. Das ist schon mal mein erster Tipp. Und am Morgen habt ihr dann gar nicht die Möglichkeit, sofort im Bett zu scrollen. Man kennt es. Der Morgen bestimmt wirklich den Alltag. Das ist bei mir zumindest so. Wenn ich morgens schon auf Instagram unterwegs bin und schaue, dann beeinflusst das enorm meinen Alltag, weil nicht immer findet man etwas Positives, vielleicht sieht man etwas, was einen dann ein bisschen aufregt oder man sieht etwas, was einen ablenkt und die Energie am Morgen ist einfach zu wichtig, um diese in Social Media zu verbringen. Deswegen ist meine persönliche Empfehlung an dich, dass du morgens auch nicht auf Social Media schaust, sondern die Zeit für dich persönlich nutzt. Ich mache zum Beispiel am Morgen so, dass ich einen Podcast höre, dabei Skincare mache, einen warmen Tee trinke, irgendwas für mich persönlich. Ich versuche 2 bis 3 Seiten pro Tag zu schreiben. Einfach mal meine Gedanken niederzuschreiben. Ob es jetzt positive Gedanken sind oder negative Gedanken sind, es ist ganz egal. Weil wenn man Sachen aufschreibt, ist das wie, als würde man so eine Last abschreiben. Und wie oft haben wir so viele Gedanken im Alltag oder denken, ich muss noch an das denken, und so viele Gedanken schwirren uns im Kopf, wo ich dann oft immer denke, nee, schreib es dir auf. Und das Aufschreiben hilft mir persönlich extrem. Was auch sehr, sehr hilft am Morgen ist einfach Dankbarkeit. Schreib dir auf, wofür du dankbar bist. Zum Beispiel, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du warmes Wasser hast zum Duschen, Wasser hast zum Trinken, Lebensmittel hast zum Essen. Dankbarkeit löst Glückshormone in uns aus. Und das ist am Morgen wirklich essentiell, wirklich positiv, gut in den Tag zu starten, ohne viel Ablenkung, die Zeit für sich zu nehmen. Es müssen nicht 2 Stunden sein. Es kann auch sein, dass man eine Morgenroutine von 10 Minuten hat. Der eine hat 1 Stunde, der eine hat 2 Stunden, der eine steht um 5 Uhr morgens auf, der eine steht erst um 9 Uhr auf, um 7 Uhr. Wichtig ist, dass man das individuell auf sein Leben einfach abstimmt. Der Morgen, das kann ich wirklich nur vom Herzen empfehlen, ist extrem wichtig. Es ist einfach wichtig für den Alltag, positiv zu starten und ja, mit guter Energie zu starten. Und das ist wirklich meine Empfehlung. Ich werde euch mal hier so ein Buch einblenden. Das höre ich jeden Morgen, auch manchmal zwischendurch im Alltag. Das ist so was von mächtig. Er redet einfach über so viele Weisheiten, die uns im Leben helfen können. Die Kunst des guten Lebens von Rolf de Belli ist einfach nur der Burner. Ich kann es wirklich nur empfehlen. So viele Weisheiten, die mir persönlich auch schon sehr weitergeholfen haben. Denn Mindset ist im Business key. Generell ist das Mindset im Leben wichtig, aber gerade im Geschäft muss das Mindset stimmen. Wenn man positiv langfristig in den Tag startet, ist es wunderbar. Klar, nicht jeder Tag ist rosig, aber wichtig ist, wie wir auf Situationen reagieren und nicht, dass die Umstände uns bestimmen. Und da ist der Faktor Social Media und Handy wirklich ganz, ganz groß. Es ist ein Zeitfresser. Es gibt auch eine Funktion auf Instagram, ich weiß nicht, ob es das auch auf YouTube gibt, aber auf Instagram kann man sehen, wie lange man zum Beispiel auf der App war. Und ich hatte mal eine Phase, wo ich dachte, das ist ein bisschen zu viel, ne? Und da muss man auch einfach ehrlich zu sich selber sein. Und das ist auch der nächste Ratschlag.
Ehrlichkeit zu sich selber. Überprüft euch regelmäßigen Abständen, ob ihr ehrlich zu euch selber seid, wenn ihr zum Beispiel Dinge machen wolltet, aber habt sie zum Beispiel nicht geschafft. Wieso habt ihr das nicht geschafft? Ist Netflix dazwischen gekommen? War das Handy wieder in der Zwischenzeit da? Oder wieso hat man bestimmte Tasks oder To-Dos nicht erledigt? Und das ist auch mein nächster Punkt für einen produktiven Start in den Tag. Schreibt euch eine To-Do-Liste. Vielleicht am vorherigen Tag oder an denselben Tag. Und auch nur 2 bis 3 Punkte, die ihr wirklich abarbeiten wollt. Darüber habe ich auch Erfahrung gemacht. So eine To-Do-Liste zu schreiben, so ein Brett und nichts davon zu schaffen, beziehungsweise nur 3, 4 Punkte, 20 sind noch drauf und dann ist man am Ende des Tages einfach nur frustriert. Und deswegen ist da auch meine Empfehlung, schreibt euch 2, 3, vielleicht 4 große Punkte auf, die ihr an dem Tag erledigen wollt, hackt diese ab und ihr seid good to go. Beziehungsweise es fühlt sich einfach gut an, dieses Gefühl, man hat etwas erledigt. Und manchmal muss man nicht so ein Brett erfüllen. Manchmal reichen es wirklich nur 2, 3, 4 Sachen. Und das aber langfristig gesehen. Ja, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr einen Mehrwert daraus generieren konntet. Und ja, für weitere Videovorschläge bin ich natürlich offen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Hier oder hier seht ihr mein nächstes Video und könnt mich abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.